Wir sind Susanne und Christian. Gemeinsam mit unserer 7-jährigen Tochter und dem griechischen Findelkind Hedwig sind wir seit 2021 in unserem DIY-Campervan auf große Fahrt gegangen. Dabei haben wir es in 26 europäische Länder geschafft und jede Menge kleine und große Abenteuer erlebt. Wir sind in Gezeitenhöhlen in Schottland geklettert, sind in Norwegen bis zu einem Gletscher gewandert, haben erlesene Whiskys verkostet, die schönsten Strände Europas erkundet, uns ohne Essen in Schweden durchgeschlagen und unzählige weitere Reisehighlights für euch dokumentiert. Aber unser bisher größtes Abenteuer ist vor wenigen Wochen in Dänemark gestartet. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag, auf den viele von euch schon gewartet haben, denn wir können euch endlich sagen, was unsere große Neuigkeit ist. Und zwar haben wir dieses Haus, von dem ich gerade eingepackt habe, gekauft. Wir sind schon seit ein paar Tagen hier und welche Rolle das Abschleppseil hier vorne in der Windschutzscheibe spielt, das seht ihr im Verlauf des Videos. Wir zeigen euch erstmal das Haus und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch gerne auch angucken, wie unsere ersten Tage hier waren, was wir alles erlebt haben, was wir gemacht haben. Und in Zukunft freuen wir uns drauf, euch bei unserer Auswanderung nach Dänemark mitzunehmen, euch alles genau zu zeigen und zu erzählen, was wir hier machen. Es gibt super viel zu tun, das werdet ihr gleich sehen hier am Haus. Und ja, lasst uns mal starten. Guten Morgen, Leute. Es ist 3 Uhr. Der Wecker hat gerade eben geklingelt. Wir haben auf der Couch gepennt, weil unser Bus so vollgeladen ist, dass da nichts mehr reinpasst. Erst recht nicht wir. Boah, ich bin müde. Es ist noch dunkel draußen. Der Hahn kräht, der Hund bellt. Ich gehe Papa wecken. Genau. Guten Morgen, so, wir sind früh aufgestanden, frisch geduscht und jetzt geht die Reise los. Also es ist keine Reise, es ist eher wie ein Umzug, ne? Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Seid gespannt. Nachdem wir jetzt den letzten Rest eingepackt haben, was noch so von uns rumlag, sind wir relativ pünktlich, ist 3:40 Uhr jetzt unterwegs. Ich habe es gerade mit Christian besprochen, ich bin so krass zwiegespalten zwischen, war das jetzt die dümmste oder die beste Idee unseres Lebens? So fühlt es sich an, wenn man seine Komfortzone verlässt. Also wir sind jetzt ja fast 3 Jahre hier in dem Bus Vollzeit gereist, haben hier drin gewohnt und so weiter. Es ist nur eine neue Komfortzone geworden von uns. Der gibt uns Sicherheit, der hat uns zuverlässig überall hingefahren. Jetzt machen wir was ganz anderes, was auch krass ist. Und ja, ein neuer Abschnitt kann beginnen. Ich bin super aufgeregt. Ich konnte schon seit Tagen nicht pennen. Ich zeige euch nachher, wenn es heller ist, mal, wie es hinten aussieht. Ist wirklich alles bis unter das Dach gestapelt. Wir haben jetzt ungefähr 6 bis 7 Stunden Fahrt vor uns. Und dann kommen wir irgendwann am späten Vormittag am Ziel an, wenn alles planmäßig verläuft. Bist du eher relaxed oder eher angespannt? Ich bin eher entspannt, muss ich sagen. Entspannt, Also, das ist ja eigentlich immer so. Also ich bin zwar auch neugierig und so, ne? Aber machen wir jetzt keine ich habe jetzt keine großen Ängste oder sowas. Ne? Also, Hier vorne steht auch schon neben dem Kaffee und diesem wunderbaren Geschenk, was uns liebe Freunde da vorne geschnitzt haben, unser Pilz, auch schon unsere erste Pflanze. Mal gucken, ob die es schafft. So, es ist 5 Stunden später. Inzwischen ist es hell geworden. Wir haben diverse Kaffee- und Energy-Drinks in uns hineingekippt. das Wetter ist schon wieder schön, diesig, so wie es öfter hier ist. Aber ja, wir schauen mal, wie es wird. Bei mir steigt auf jeden Fall die Aufregung, muss ich sagen. Mal sehen, ob es noch so ist wie beim letzten Mal. Und ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Das konnten wir auch sein, denn unser neues Häuschen ist fast 150 Jahre alt und wird noch einige Überraschungen für uns bereithalten, aber dazu später mehr. Seine Mauern haben dem Wind und dem Wetter des Nordens getrotzt. Viele Schritte wurden auf den alten Dielen schon gemacht. Und nun nehmen wir diesen kraftvollen Ort in unsere Obhut, hauchen ihm neues Leben ein und lassen ihn, so hoffen wir, in neuem Glanz erstrahlen.
jetzt alles komplett neu. Wir haben direkt die Schlüssel bekommen, also neu für uns. Das Haus ist schon etwas älter. Und wir zeigen euch mal, wie das hier drinnen aussieht. Es ist komplett leer bis jetzt. Und also komplett nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Küche. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde im Haus. Wir haben erstmal Staub gesaugt, erstmal so ein bisschen aufgeräumt. Und Susanne, wie fühlst du dich? Ja, also ich brauche, glaube ich, mal einen Schnaps. Also ich bin so richtig überfordert mit der ganzen Geschichte hier. Weil von was bist du überfordert? Von den vielen Spinnen, die ich wegsauge. Ah. Es war vielleicht nicht die klügste Entscheidung, ein redgedecktes Haus zu kaufen mit Spinnenphobie. Vielleicht ist das auch eine heilsame Kur. Aber jetzt erscheint mir gerade diese Renovierungsaufgabe so unlösbar für uns. Und ja, ich muss jetzt erstmal einen Schnaps trinken, glaube ich. Ja, ich denke, man muss das hier Stück für Stück machen. Wir haben jetzt erstmal alles durchgelüftet, Kamin angemacht, durchgeheizt. Ja, erstmal sacken lassen, ne? Und dann geht's los. Dann schauen wir mal, wie wir es uns hier gemütlich machen. Kriegen wir schon hin. Gar nicht künstlich, mein Lachen. So langsam kommen die guten Gefühle wieder. Ja. Was hast du denn für Bedenken? Ich kann es gar nicht benennen so richtig. Es ist einfach, es ist so alles. Also die Reise ist zu Ende. Wir werden sesshaft. Wir sind ausgewandert. Wir sprechen die Sprache noch nicht. Wir sprechen zwar schon relativ gutes Schwedisch. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft, aber noch wenig Dänisch. Wir haben keine Kontakte, wir wissen nicht, wo welche Bezugsquelle ist, wer was macht. Wir haben noch nie groß renoviert. Es ist alles schief und scheiße, stinkt, tausende Spinnen und das ist halt super viel Arbeit und ich bin bin überfordert mit dem Gedanken, das zu machen, weil ich denke, wir sind dafür nicht geeignet, wir sind nicht qualifiziert. Nein, wir kriegen das schon. Aber so Stück für Stück. Wir schaffen das schon. Ich sehe hier auf jeden Fall ein richtig, richtig tolles Endprodukt. Auf jeden Fall. Das habe ich auch von Anfang an gesehen, plus überfordert mich gerade die Gesamtsituation. Ich kann es nicht genau benennen, aber es wird hier Stück für Stück ganz toll hoffentlich und ihr kommt dabei mit. Das emotionale Auf und Ab hat uns noch einige Tage lang begleitet, aber immer wieder haben wir es zum Glück geschafft, uns gegenseitig zu motivieren und langsam unser neues Zuhause kennenzulernen, Vertrauen zu fassen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. So, unser erster Tag geht zu Ende. Es gibt Nudeln. Der Kamin macht schön warm. Hedwig hat auch gegessen. Die ist zufrieden. Und ja, was haben wir heute so gemacht zusammen? Nach den ersten 2 Stunden der akuten Anpassungsstörung haben wir dann angefangen, unseren Bus, der bis unter das Dach vollgeladen war, auszuräumen. Haben unser ganzen Loot bestaunt, den haben wir euch ja schon gezeigt, was wir hier so alles mitbekommen haben. Haben Feuer gemacht, haben ein paar Duftkerzen angezündet, um den muffligen Geruch rauszukriegen. Das hat auch ganz gut funktioniert bis jetzt. Dann habe ich alles verräumt. Wir haben gekocht, gegessen. Jetzt sitzen wir noch ein bisschen hier gemütlich am Feuer. Wir sind komplett im Sack. Wir haben ja morgens um 3 Uhr hat der Wecker geklingelt. Also ich bin total müde. Wir werden jetzt nicht mehr allzu lange machen und dann ins Bett gehen. Morgen wird es auch wieder anstrengend. Da müssen wir Holz holen. Ja, wir schlafen heute erstmal im Bus, weil wir haben ja hier kein Bett und noch nichts drin. Und die Spinnen kommen ja nachts auch raus. Deswegen. Morgen geht's Holz holen, dann werden wir weiter sauber machen, denke ich mal. Weiter putzen. Wir haben heute Staub gesaugt, die ganzen Spinnen eingesaugt, stimmt's? Ja, ein Teil der Spinnen, nicht alle, weil hier ist diese Holzdecke. Genau. Dahinter ist irgendwas Undefinierbares, Grisseliges. Ich nehme an, hier wohnt 1 Milliarde Spinnen. Und ich gebe hier erst Ruhe, wenn hier alle Ecken ordentlich verputzt sind und hier nichts mehr so ohne weiteres reinkommt. Also mal eine Spinne ist ja okay, aber hier sind, ich kann hier nicht pinnen mit dem. Ja, Tausende. Ja, aber 122. Also wir gewinnen langsam die Orientierung zurück und morgen geht's los. Ja, völlige Überforderung, ich sag's euch Leute, komplett überfordert mit allem. Ich war mit allem mit allem überfordert, mit der Verantwortung,
nicht zu wissen, wo man was herbekommt, wer was macht Nein. und so weiter. Aber es sortiert sich Stück für Stück. Ja. Es ist natürlich viel, wenn man jetzt alles sieht und den ganzen Renovierungsbedarf mit einmal sieht, dann ist das wie eine Welle, die einen überrollt sozusagen, aber man muss das Stück für Stück machen, ist jetzt nichts. Ja, Schritt für Schritt. Genau. Das ist jetzt unsere neue Herausforderung und wir haben ja viel Zeit, Genau. die zu bewältigen. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich bin selber gespannt. Ich stelle es mir hier aber ganz, ganz muckelig vor. Genau. Und ja, das wird schon, oder? Auf jeden Fall. Alles klar, gut. Bis Dann morgen. gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Unser erster Morgen im eigenen Haus. Ich habe jetzt als ersten Amtsakt, so wie jetzt ab sofort wahrscheinlich jeden Morgen, den Kamin angeschmissen. Wir haben auch eine kleine Luftwärmepumpe. Die ist hier hinten in der Ecke. Ja, die wollen wir aber so gut es geht auslassen. Draußen ist es jetzt heute nicht so kalt, 5, 6 Grad. Damit kann man arbeiten. Wir haben es gestern mal probiert. Der Kamin kriegt das Haus gut warm. Natürlich jetzt hier direkt am Feuer ist es am wärmsten, aber auch alle anderen Räume wärmen sich schön auf. Das ist also ganz nice. Ja, dann schauen wir mal, wie der Tag heute so weitergeht. Ich bin immer noch irgendwie überfordert mit der ganzen Geschichte. Also hier oben diese Decke, die ist komplett verkleidet. Und dahinter, wenn man hier an manche Ritzen so rangeht, zum Beispiel hier sieht man das, da, wenn er so ein bisschen fummelt, dann bröselt da alles Mögliche raus. Da ist wahrscheinlich 100 Jahre alte Dämmung, nee 100 nicht, aber 30 vielleicht. In den 70ern wurde das hier wohl mal renoviert. Also ich denke irgendwie so vielleicht 30 Jahre alt. Dämmung dahinter geklatscht. Und die wird wahrscheinlich jetzt auch schon nicht mehr so geil aussehen. Und sicherlich auch zum Muffelgeruch hier drinnen beitragen. Und wir wollen das alles rausrupfen und durch Gipskartonplatten ersetzen. Einen ordentlichen Raumabschluss hier bilden. Dann ist auch das Spinnenproblem ein wenig geregelt her. Ja, so ist der Stand der Dinge. Kamin geht gut an. Hedi hat schon Breakfast gemacht. Hier sieht es noch überall aus. Also hier sind noch einige Putzaktionen erforderlich. Fenster müssen geputzt werden. Es muss überall gefegt werden. Hier draußen auf der Terrasse das hat Chrissy gestern schon sauber gefegt. Da war alles so nasses Laub drauf. Das Gras ist voller Laub und ja, viel zu lang. Also mal gucken, es ist halt alles nass. Das kann man jetzt nicht mähen. Vielleicht einen Rasentrimmer oder so, oder wenn es jetzt mal ein paar Tage trocken ist, dass wir da nochmal rangehen. Ja, und dann müssen wir einen Zaun bauen, damit unsere Hedwig auch mal im Garten ein bisschen rumgehen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Also das ist so Prio Nummer 1, Feuerholz besorgen oder Brennmaterial und Zaun bauen. Das liegt jetzt relativ kurzfristig an bei uns. Wir haben Tag 2 im neuen Haus. Susanne ist gleich mal oben und guckt gleich die neuralgischen Ecken an. Jetzt wird's spannend. Ich habe eine Spachtel mitgebracht. Susanne, was hast du entdeckt? Eine dunkle Stelle. Eine dunkle Stelle. Jetzt wird's unangenehm. Also hier gibt es so einen Schrank in der Ecke. Wir fahren nach Griechenland einfach und holen, weil hätten wir gar kein Haus gekauft. Genau, also hier gibt es so einen Schrank in der Ecke, der natürlich auch die Luftzirkulation behindert, ein Stück weit. Und hier haben wir jetzt eine dunkle Stelle entdeckt. Die haben wir uns eigentlich vor dem Kauf auch angeschaut. Da dachten wir, es ist einfach nur Schmutz. Nee, ich dachte das nicht. Ich habe hier nur ich habe da dran gefasst, es war trocken. Aber jetzt sieht es doch aus wie eine schimmlige Stelle. Jetzt wird es spannend. Na, dann mach mal die Tapete ab, bitte. Die Spannung steigt. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Aber was ist das? Das sind irgendwelche MDF-Platten einfach nur. Pfui, ey. Ja, das ist das hier. Das muss alles ordentlich. Aber die sieht jetzt nicht komplett verschimmelt aus, ne? Nee. Zum Glück, Aber sie sieht auch nicht lecker aus. Nee, geil sieht sie nicht aus, Nee. aber ich hab's mir schlimmer vorgestellt.
Na gut, haben wir's. Da ist auch schon mal Feuchtigkeit reingezogen, ne? Naja, das ist halt auch so ein Scheiß, der baut so einen Schrank hier hin. Ne? Das ist eine kalte scheiße. Ecke. Das ist einfach nicht und überlegt, ja. Hier kommt keine Luft hin. Ja. Der muss jetzt erstmal weg, dieser Schrank. Der hat hier leider keinen Platz mehr. Mal gucken. Ja. Aus den Türen kann man bestimmt noch irgendwas bauen. Ja, das ist ja kein Holz, ne? Das ist so ein künstliches. Irgendein Regal in der Garage oder so. Mhm. Also irgendwas kriegt man da schon noch draus gefremt. Das hoffe ich. Ja. Weil das ist echt schade ums Material. Aber wir können den Schrank hier nicht lassen dahinter. Also es ist die schlecht beheizteste Stelle hier. Wir wollen den auch nicht lassen, weil es passt hier sonst in den Raum kein Bett. Und wenn wir hier diesen Zugewinn von, ich schätze mal 60 cm haben, passt dann hier auch locker ein Bett hin. Das heißt aus verschiedenen Gründen, weil wir den nicht haben. Es ist eine ganz schlimme Kältebrücke, man kann diese Ecken gar nicht mehr beheizen. Wenn hier noch Klamotten drin liegen, die warm und feucht sind, auf die kalte Wand, dann ist der Schimmel eigentlich Dann ist es vorbei. vorprogrammiert. Das heißt, der muss aus verschiedenen Gründen weg und wir wollen den Platz. Wir haben gar nicht so viele Sachen, dass wir den Schrank bräuchten. Wir brauchen gar keinen großen Schrank. Und wir brauchen diese Holzplatte, für die lohnt es sich schon alleine. Ja, die ist gut. Die kostet 18 € oder so. Sonderposten Baumarkt. Okay. Davon gibt es hier noch eine. Da haben wir schon zwei. Ja, da haben wir schon 32 Euro. Ne, 18 plus 18 ist auch schwierig, ne? Na da. Also 36 Euro. Nein, da machen wir schon irgendwas draus. Wir haben gerade Holz geholt und Chrissy ist hier schön ausgewichen, damit, ihr seht hier schon das Unheil da, damit, na Chrissy, was hast du gemacht? Erzähl's mal. Wir haben uns festgefahren, wir haben überladen rechte Seite und jetzt festgefahren. Aber zum Glück hat hier ein lieber Mensch angehalten und der schleppt uns jetzt raus und dann haben wir es hoffentlich bald. Wir haben heute Holzbriketts geholt für unseren Kamin, eine Palette. Er denkt jetzt bestimmt, ich habe uns festgefahren, weil ich am Steuer saß. Ja, das ist doch aber nicht schlimm. Was? Also, man könnte 960 Kilo abholen, wenn man alles auf einmal holt, da wäre man aber total überladen, deswegen würden wir das nie machen. Ah, okay. Und das ist alles tendenziell rechts gelagert bei uns. Also sind wir rechts logischerweise sehr viel schwerer. Und fahr langsam, Susanne. Mach ich doch. Und ich wollte jemanden. Christian, du hast uns festgefahren. Während ich daneben saß und gesagt habe, fahr da nicht so weit rüber, wir wiegen 1000 Kilo zu viel. Nicht zu viel, mehr. Wir wiegen natürlich exakt 3,5 Tonnen. Aber da war es schon leider zu spät. Es war so, dass uns jemand entgegenkam. Es war eine ganz enge Straße. Ich wollte bloß Platz machen. Und dann standen wir mit beiden Reifen rechts im Graben drin und kamen nicht mehr raus. War nichts zu machen. Das Reifenprofil sofort mit Schlamm voll. Da war nichts zu holen. Wir hätten bloß noch die Sandbleche drunter machen können, aber die Chancen wären trotzdem schlecht gewesen. Wir sind viel zu schwer, das hätte gar nichts gebracht. Wir hätten alles abladen und ausladen können, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Das ist ja nicht das erste Mal. Also ein bisschen Festfahrerfahrung hatten wir schon. Ja, der Typ, der uns jetzt rausgezogen hat, der hat gleich gesagt, aber fahren wir nicht hinten drauf. Ich sag, wir haben das leider schon ein paar Mal erlebt. Also wir waren jetzt wirklich richtig schlimm drin, also richtig schlimm eingegraben. Ja, ich finde, in Erde sieht das auch noch mal echt viel schlimmer aus als in Sand. Ja. Weil es hat jetzt wirklich beständig geregnet, alles ist richtig nass, die Äcker, die schwimmen richtig
hier, die ganzen Felder und so. Ja. Und ja. Und unsere Verkleidung vorne, die hat schon aufgesessen, also wir hätten jetzt, glaube ich, keine Chance mehr gehabt. Zu krass gewesen. Jetzt kam, das war ein Schafbauer, glaube ich, mit seinem 4x4. Also die fahren ja alle Jeeps. Und der hat uns ohne Probleme rausgezogen, zum Glück. Und wir haben Abschleppseil dabei. Das macht auf jeden Fall Sinn, sowas mitzuhaben, weil er hatte keins. Ne? Okay. Und ja, zum Glück haben wir es jetzt geschafft. Ey, das reicht für heute für Abenteuer. Beim Abschleppseil müsst ihr aber gucken, da gibt es extra Seile für 3,5 Tonnen und mehr, also für höheres Gewicht. So ein PKW wiegt ja normalerweise viel, viel weniger, 1,5 Tonnen oder was, oder noch weniger. Und, oder 2, was weiß ich, wie viel ein PKW jetzt, obwohl die ganzen SUVs und so. Auf jeden Fall gibt es halt Abschleppseile, die extra für schwerere Fahrzeuge sind. So eins haben wir auch, das haben wir echt auch schon oft gebraucht, ne, muss man sagen. Also nicht, weil wir jetzt selber abgeschleppt wurden, sondern weil wir wen anders rausgezogen haben, das ist auch schon gewesen. Was noch witzig ist, weil wir ja ein Camper sind, hat er gefragt, ach scheiße, hätte ich links abbiegen müssen. Naja. Hat er gefragt, aber ihr wolltet nicht nach Sylt hier fahren, oder? Weil wir sind wirklich, wenn ihr jetzt mal auf die Karte guckt, wir sind so im obersten, letzten Zipfel von Deutschland, kurz vor der dänischen Grenze, Ja. kurz vor der Nordsee. Und er sagt so, ihr wolltet jetzt aber hier nicht nach Sylt fahren, oder? Und ich sag so zu ihm, wenn hier wirklich welche nach Sylt? Ja, sagt er, da kommen hier immer mal wieder welche, da sagt das Navi, dass der Weg hier nach Sylt führt. Aber wir wissen natürlich alle, nach Sylt kommt man nur mit dem Autozug. Also wer nach Sylt möchte mit seinem Fahrzeug, der muss mit dem Autozug fahren. Da kommt man nicht über Land hin. Und da gibt es auch keine Brücke. Der Autozug fährt regelmäßig, kann man sich auch kurzfristig einbuchen, das geht ganz gut. Aber es geht halt nicht über Land. Nur, dass ihr es mal gehört habt, falls ihr es noch nicht wusstet. Geht's ab nach Hause, Holzbriketts auslagern und dann ja, war es genug Abenteuer für heute. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da kommen wir jetzt erstmal eine Weile damit aus, für unseren Kamin auf jeden Fall. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mit uns und unserem 150 Jahre alten dänischen Haus weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss!